In Teil 3 erstellen wir das Skript für die Dachgeometrie. Es soll sich um ein Satteldach handeln. Somit benötigen wir als erstes einen Slider für den Dachneigungswinkel. Umbenennen. Und wir wählen eine Nachkommastelle und der Dachneigungswinkel soll mindestens 8 Grad und maximal 45 Grad betragen. Intern rechnet Grasshopper nicht mit Grad, sondern mit Radiant. Deswegen müssen wir unsere Eingabe umrechnen. Dafür finden wir auf dem Kartenreiter Mass unter Trig die Komponente Radians. Das ist also die Umrechnung. Jetzt wollen wir die Differenzhöhe von Fürst hier oben zu Traufe hier unten ermitteln. Und das ist der Tangens von dem Dachneigungswinkel multipliziert mit der halben Hallenbreite. Also holen wir uns die Komponente Tangente oder Tangens und hier soll also unser umgerechneter Winkel reingehen. Jetzt müssen wir das Gesagte noch in Komponenten umsetzen. Wir wollen also hier von der Traufe mit einem Vektor hoch zum Fürst. Und die Komponenten dieses Vektors sind einmal die y-Richtung, also die halbe Hallenbreite, und die z-Richtung, unser ausgerechneter Tangenswert mal der halben Hallenbreite. Also holen wir uns als erstes einen Vektor, wo wir diese Komponenten eingeben können. Das ist dieser x, y, z. X ist 0, aber y und z können wir beschreiben. Fangen wir mit y an. Y ist also die halbe Hallenbreite. Dafür nehme ich eine Division-Komponente. Hier geht die Hallenbreite hinein, also von hier, und soll geteilt werden, rechte Maustaste auf B, Set Data Item durch 2. Damit haben wir die halbe Hallenbreite und das ist direkt unsere y-Komponente. Jetzt die z-Komponente. Das ist Tangens Alpha mal der halben Hallenbreite. Ich nehme dementsprechend ein Multiplication. Wir multiplizieren die halbe Hallenbreite mit dem Tangens des Winkels. Und das ist unsere z-Komponente. Dieser Vektor soll nun aufaddiert werden zu der Höhe der Punkte hier auf der Traufe. Wenn ich hier mal auf diese Komponente klicke, sehen wir genau hervorgehoben die Punkte, auf die wir also aufaddieren wollen, diesen Vektor. Wir brauchen eine Additionskomponente und wir addieren diese Punkte mit diesem Vektor und wir sehen auch sofort, dass wir offensichtlich dass wir es richtig gemacht haben. Wir kommen genau da oben am Fürst aus und können ja hier auch mal kontrollieren, genau wenn wir den Winkel ändern und eventuell auch die Breite ändern,
sehen wir, dass das offensichtlich richtig funktioniert. Wenn wir die Punkte haben, können wir natürlich auch direkt die Linien ziehen, also Line-Komponente, und zwar von hier und dann nach dort. Das sind unsere Rahmenriegel und die brauchen wir auf der anderen Seite. Und die andere Seite, das sind ja diese Punkte hier. Wir können also noch eine Line-Komponente hinzunehmen und gehen diesmal von diesen Punkten aus, Start, und addieren den gleichen Vektor und damit oder die gleichen Komponenten des Vektors, und damit sehen wir, dass auch die andere Seite korrekt dargestellt wird. Breite ändern und hier Ändern des Dachneigungswinkels. Jetzt brauchen wir noch die Sparrenlage. Die Anzahl der Sparren soll ebenfalls parametrisch sein. Wir müssen somit diese Riegellinien in eine beliebige Anzahl von Feldern teilen. Ja, holen wir uns doch wieder einen Slider und nennen den Number Rafter Fields. Und die Parameter stelle ich auf ganzzahlig ein, mindestens ein Feld und maximal, sagen wir, 10 Felder, und voreingestellt 3 Felder. Das soll also die Teilung der Regel werden. Und wenn ich Teilung sage, benötigen wir sicherlich wieder die Komponente Divide Curve. Ich möchte von hier außen nach dort außen die Sparren rüberziehen. Das heißt, von diesen Linien hier, in dem Fall sind es ja jetzt 1, 2, 3, 4, brauche ich den ersten und den letzten. Um das rauszusortieren, erinnern Sie sich sicherlich, gibt es die Komponente List-Item. Wir wollen den ersten und den letzten Riegel haben, und es wird ja gezählt hier immer bei 0 beginnend, also 0, 1, 2, 3. 0 ist klar, also das kann ich schon mal benutzen. Also aus diesen 4 Linien wollen wir die Linie mit Index 0 haben. Das ist diese, kann man auch gut kontrollieren wieder. Diese Linie wollen wir teilen, also geben wir die hier hinein und wir sehen schon die Teilung. Und das ist natürlich jetzt genau dieser Wert hier, den geben wir da bei Count hinein. Und dann sehen wir genau 1, 2, 3 Mal ist jetzt diese Regel geteilt, und hier kann man es auch kontrollieren, wie sich das ändert, wenn ich an dem Number Slider schiebe. Das gleiche für den letzten Regel, für die hintere, dieser dort. Man könnte jetzt sagen, okay, ist der vierte oder Index 3, also 0, 1, 2, 3, passt aber nicht, weil ich ja durchaus die Breite ändern könnte oder auch hier die Fields ändern könnte, und dann sieht man schon, ja, dann ist es nicht mehr der vierte, sondern es ist ganz einfach gesagt immer der letzte Riegel.
Und der letzte wird angesprochen durch den Index -1. Also nehme ich einfach diese drei Komponenten, sage Ctrl+C, Ctrl+V, gebe das gleiche Linienpaket wieder hinein und ändere den Index auf -1 ab. Und schon sieht man auch dort wieder die entsprechende Teilung. So passt es richtig untereinander. Somit habe ich also hier jeweils 4 Punkte erzeugt auf dem ersten und dem letzten Riegel, und die Sparren sollen nun aber nur von den mittleren Punkten jeweils rübergezogen werden, weil hier unten und da oben haben wir ja schon die entsprechenden Linien für Traufe und Fürst, beziehungsweise Fürst haben wir noch nicht, die machen wir gleich noch. Aber wir wollen nur den jeweils, oder wir wollen den ersten und letzten Punkt außen vor lassen. Dafür gibt es auch eine Komponente, die heißt Cal-Index. Damit kann man also sozusagen Indizes rauslöschen, die man nicht benötigt. Also wir wollen von diesen 4, in dem Fall 4 Punkten, den Index 0 und -1 abziehen. Also 0, 0, -1. Das müssen wir umwandeln in Multiline Data. So, gebe ich da hinein und dann sehen wir auch sofort wieder die Kontrolle. Jetzt sind eben nur noch diese beiden Punkte in der Mitte grün und den ersten und letzten lassen wir außen vor. Das gleiche für die andere Seite. Einmal rüber kopieren, hier hineingeben. Und jetzt sieht man gut, dass wir genau die jeweils mittleren Punkte selektiert haben und diese können wir jetzt wieder verbinden mit der Line-Komponente. Ja, und da haben wir unsere Sparren erzeugt. Einmal kontrollieren, was passiert, wenn wir die Anzahl der Felder ändern. Genau, sieht man sehr schön, kommen halt mehr Sparren hinzu oder es werden weniger. Wenn ich auf ein Feld stelle, haben wir gar keinen Sparren. Erst bei 2 beginnt es. Jetzt brauchen wir das Ganze nur noch einmal zu kopieren, weil wir wollen das auf der anderen Seite genauso machen. Wir waren ausgegangen von diesen 4 grünen Linien und wollen das jetzt für genau die anderen 4 Linien auch umsetzen. Für diese dort. Und ja, am einfachsten ist es, wenn wir uns das ganze Paket kopieren. Also ich wähle alle aus. Die 2 nehmen wir noch hinzu. Ctrl+C, Ctrl+V. Hier runter kopieren. Aber Eingang soll diese Linienliste sein und einmal für dort und genauso für dort. Ja, wunderbar. Es sieht gut aus. Jetzt fehlt hier oben nur noch der Fürst. Einmal nochmal kontrollieren, was passiert, wenn wir die Anzahl ändern. Ja, sieht gut aus. Passiert genau das, was wir wollen. Also brauchen wir jetzt nur noch hier oben diese Linie, die den Fürst darstellen soll. Ich will das ein wenig übersichtlicher gestalten und will es gruppieren, deswegen
nenne ich das hier schon mal um. Das ist das Dach und das ist die Gruppe. So, gut, natürlich gehört der Fürst auch dazu. Jetzt habe ich ihn extra gemacht. Ist egal, wir holen uns diese Überschrift und Englisch Fürst ist Rich. Gut, was brauchen wir? Wir hatten ja hier also diese 4 Punkte, sind unsere Fürstpunkte und wir brauchen den ersten und den letzten wieder. Also holen wir wieder List-Item, Komponenten und zwar aus dieser Liste möchte ich den ersten haben. Ja, wird hervorgehoben, genau. Und die kopiere ich einmal und hier wollen wir den letzten Index haben. Das ist dieser da. Einmal schieben hier ein bisschen. Na. Und natürlich mit einer Line-Komponente verbinden wir diese beiden Punkte und da ist unser Fürst. Wunderbar. Machen wir auch hier eine Gruppe draus. Sehr schön. Damit ist unser Dach fertig und wir können uns im nächsten Video dann den Diagonalen widmen. Bis dahin.